dir mal aufgefallen, dass Boybands in Musikvideos immer auf die Organe zeigen, die sie gerade besingen? Tearing up my heart. Ich habe gerade Durchfall. Du bringst mich zum Sweaten. Right. I'm a 90s bitch and I love it. Heute dreht sich alles um ein Thema, das nur Leute verstehen, die in den 90ern groß geworden sind. Und zwar die 90er. Okay, kommen wir zu einem sehr wichtigen Thema, nämlich SMS-Versenden. Das war wirklich der Horror. Wer erinnert sich alles noch an Nokia? Ich hatte das Nokia 3210, ja, das mit Snake. Das war so geil. Ich war so stolz darauf, weil das war damals echt das Neueste vom Neuesten, der neueste Shit. Akkuladen nur einmal die Woche. Was? Natürlich. Krass. Du konntest Snake spielen und du konntest SMS versenden, die ganze 140 Zeichen hatten. Das war ungefähr so 4, Pause, 2, Pause, 5, Pause, 5, Pause, 6. Hallo. Ja, so lange hat es gedauert, nur die Begrüßung zu tippen. Also irgendwann hat man dann auch keine Lust mehr gehabt einfach. Ohne Emojis, aber du konntest Doppelpunkt und Klammer zumachen. SMS waren halt mega teuer damals. Das heißt, man musste sich halt richtig gut überlegen, was man schreibt. Weil, ich rede so, als wäre das so vor 50 Jahren passiert, ne? Das ist gerade mal, wie lange ist das her? 15 Jahre? Du konntest nur 16 SMS abspeichern. Das war richtig schlimm. So, du hast ja irgendwann auch richtig schöne SMS gehabt. Vielleicht sogar von einem Schwarm oder sowas. Und dann wolltest du die nicht löschen. Und dann wusstest du überhaupt nicht, welche sollst du behalten und welche können weg. Es gab halt noch Zettel. Man hat sich noch Zettel geschrieben im Unterricht. So was machst du heute wahrscheinlich nicht mehr, ne? Was hast du mit dem Mädchen geschrieben? Ja, so, dass man sie lieb hat und so. Ja. Wirklich? Geil. Die Zeit vor Netflix und Amazon Prime kann man sich heute wirklich eigentlich nicht mehr vorstellen. Also selbst ich nicht. Aber ich weiß noch, wie geil ich es fand, in Videotheken zu gehen. Da hast du so richtig schön stöbern können. Ich habe das geliebt und ich war so traurig, als die Videothek bei uns um die Ecke zugemacht hat. Ja, und heute denke ich mir so, Netflix und chill. Früher, da bist du halt ganz aufgeregt in die Videothek gelaufen, dann hast du dir 5 Filme ausgeborgt und dann hast du es gar nicht abwarten können, dann musstest du sie gleich alle auf einmal gucken. Heute ist es eigentlich ja viel praktischer, aber du weißt es vielleicht auch gar nicht mehr so zu schätzen. Das stimmt. Ja. Die 90er Jahre, ja, wenn du eine CD gekauft hast. Also zuallererst hat man sich natürlich eine CD gekauft, also so richtig haptisch, so was man in der Hand halten konnte. Und wenn man das aufgemacht hat, dann war oft so ein Booklet drin, wo man die Lyrics drin finden konnte. Und wenn die nicht drin waren, dann war das Katastrophe, weil dann konnte man nicht mitsingen. Und wo hättest du die Lyrics sonst herkriegen sollen? Welches Internet? Ja. Das ist richtig verblichen schon, weil ich das immer so oft auswendig gelernt, mitgesungen. Ich hab das geliebt. Und heute kann ich keinen Song mehr auswendig. Das ist das Resultat des Internets. Danke. Damit. Aber die Bravo war ja überhaupt eigentlich so das Aufklärungsmagazin. Dr. Sommer und die ganzen nackten Leute. Ja. Da konntest du dann halt so abgucken, so, ob deine Genitalien mit denen des Modells übereinstimmen. Das hab ich nie gemacht. Was glaubst du, was man als junges Mädel so macht? Genitalien. Na, wozu ist die nackt? Um mir zu zeigen, dass der Körper auch an bestimmten Stellen behaart sein kann. Richtig. Danke. Was ist denn eure persönlich schönste oder vielleicht auch nervigste Erinnerung an die 90s? Schreibt es mal in die Kommentare. Auch so eine Sache der 90er. Man hat instant Party gemacht, wenn man den Macarena-Song gehört hat. Dum du dum du dum Macarena, dum du dum Macarena. Macarena. Oh. Man hat sich die Taschen vollgestopft mit technologischen Geräten. Zuerst hattest du den Walkman, dann hattest du den Discman, dann hast du noch einen Taschenrechner, dann hast du noch einen Fotoapparat, dann hast du ein Handy. Du hattest etliche Geräte und das hast du heute einfach alles in einem. Das ist schon krass. Oh. Das war alles mitgeschleppt, das ist ein Kack. Und ich meine, heute schleppe ich immer noch so viel mit. Ich frage mich, was ich falsch gemacht habe. Ja, irgendwo habe ich den Absprung nicht geschafft. Ja, mit vielen Dingen. Ja. Da sprechen wir über das Thema Mixtapes. Also ich habe das nie für einen Typen gemacht, aber für Freundinnen zum Geburtstag habe ich echt so eine Songauswahl zusammengestellt aus den schönsten Songs. Macarena. Oh. Also was ich viel gemacht habe, war, wenn ich den Stoff für einen Test lernen musste, dann habe ich mir den reingeprügelt, indem ich den aufgenommen habe auf Kassette. Also mit Mikro auf Kassette aufgenommen, nur so einen Kassettenrekorder reingesteckt. Und dann habe ich mir das nachts immer angehört. Es war eine gute Methode, ja. Und heute würde ich es halt einfach in mein Handy einsprechen. Ja, klar.
Ganz am Anfang, als es nur Karten gab, Straßenkarten, ich konnte die nie lesen, ich war da immer eine völlige Niete drin. Und als es dann diese Routen zum Ausdrucken gab, dann haben wir uns die halt komplett ausgedruckt und halt irgendwo auch im Auto aufgehängt. Beziehungsweise ich war meistens Beifahrerin und ich bin so schlecht im Ansagen. Es war immer falsch. Ja. Es führte immer zu Streit. Es hat immer zu Streit geführt. Ich glaube, moderne Autos haben das nicht mehr, aber früher musste man ja noch die Fenster hochkurbeln. Also man musste ja noch so richtig seine Muckis anstrengen. Das kennen Kids von heute gar nicht mehr, oder? Wasserhähne. Ich habe letztens jemanden gesehen auf einer öffentlichen Toilette, der hat vergessen, den Wasserhahn zuzumachen, weil er dachte, es ist ein automatischer Wasserhahn. Wirklich, ich glaube, die Leute gewöhnen sich immer mehr an dieses ganze automatisierte Leben. Patrick hat gerade erzählt, dass er mal in einem Club auf der Männertoilette einen Besoffenen gesehen hat, wie er in diesen Handtuchtrockner reingepinkelt hat. So. War eine ganz schöne Sauerei. Da wäre es doch besser, man hätte die guten alten Papierhandtücher. So Leute, hier kommt ihr noch zu einem weiteren Video. Einfach hier klicken, dann sehen wir uns da gleich. Ich würde mich freuen. Und hier könnt ihr ein Abo dalassen. Das ist ein Abo 2017. I love it. I don't care. Cause I'm a 90s bitch. Thanks. Bye.